Guten Morgen alle, die eingeschaltet haben. Heute ist Donnerstag, der 14. März 1996. Und heute gibt es ein Thema, das ist IB. Hey, das für IB ist noch zu retten? Nein, ich glaube nicht. Weil es keine Unterstützung von der Bevölkerung und von der Industrie und von der Wirtschaft da ist. Insider sprechen von der schlechtesten Mannschaft seit Jahren. Tatsächlich spielt der 11-fache Meister zum zweiten Mal in Serie in der Abstiegsrunde. Ultrarechte Fangruppen wie die Berner Eastside Supporters verbreiten in ihren Fanmagazinen üble Hetze gegen Linke, Antifaschisten und Ausländer. Dürfen die Young Boys nach fast 100 Jahren überhaupt noch weiter spielen oder kommt es zum Lizenzentzug? Schwarze Spieler werden ausgepfiffen und beschimpft. Der Rassismus blüht. Das Stadion ist renovationsbedürftig, der Club hoch verschuldet. Mit Hitlergrüßen feiert ein Fan den Erfolg seiner Mannschaft. Die Berner Bären brummeln es längst aus dem Graben, der Fußballverein särbelt dahin. Wir reden über das, was man lieber vergisst. Nicht aus Nostalgie, sondern aus Verantwortung. Es hat eine Zeit gegeben, wo IBE nicht nur sportlich am Abgrund ist gestanden. Es ist dann nicht um Tabellenplätze oder Titel gegangen. Es ist um die Frage gegangen, für was dass unser Club steht und ob er überhaupt eine Zukunft hat. Ja, Frühling 96, vor genau 30 Jahren, das muss man sich so vorstellen. IBE in der Abstiegsrunde, Fans bleiben aus, das Stadion ist im Verlottern, kein Geld mehr. Und vor allem die Fans sind immer gewalttätiger und rassistischer. Da hat man unbedingt etwas dagegen unternehmen. In den 1990er Jahren waren Fußballstadien ein Spiegel für ihrer Zeit. In vielen Städten der Schweiz sind die Stadien zu Treffpunkten von rechtsextremen Gruppen geworden. Es ist mir schon Jahre zuvor aufgefallen, dass sich da etwas zusammenbraut. Wir hatten ein Auswärtsspiel, Europacup in Celtic im 93. Und dort haben diverse Fans Hitlergrüße gemacht. Die Stadien haben Öffentlichkeit, Anonymität und Gemeinschaft geboten. Sie haben eine Bühne geboten. Rassistische Symbole, Parolen und Gesten waren sichtbar. Nicht als Einzelfälle, sondern als Teil der Atmosphäre. Die älteren Fans, die zum Teil noch den Aktivdienst erlebt haben, haben vorgerufen, spinnt ihr eigentlich? Ihr wisst gar nicht, um was es da geht. Und vor allem, ihr gehört nicht zur IB-Familie. Es war für mich relativ einleuchtend, dass man IB-Familie so ein bisschen als Begriff pflegt. Und so haben wir uns dann eigentlich auch verstanden, dass wir eigentlich wieder die IB-Familie befrieden wollten. Ja, der Fußball hat in ganz Europa eigentlich ein grauenhaftes Image gehabt. Man hatte hier leere Stadien gehabt, geprägt durch Hooliganismus mit rechtsextremem Einschlag. Und das ist eine Zeit, glaube ich, wo sich Fußballfans nicht gerne zurückerinnern. Die Stadien waren keine Inseln, sie waren ein Spiegel von ihrer Zeit. 1990er Jahre waren von Unsicherheit und Umbrüchen geprägt. Brandanschläge, rechtsextreme Gewalt, Aufmärsche. Das gesellschaftliche Klima war angespannt. In den 80er und 90er Jahren hatten wir generell gesellschaftlich einen Wertezerfall. Es war eine Zeit, wo man sich bald nicht mehr getraut hat, dass man noch shooten schauen oder vielleicht sogar noch ins Auslandmal-Match schauen. Das war wirklich eine spezielle Zeit. Währenddem, dass sich die gesellschaftlichen Spannungen im Stadion haben verdichtet, ist auch der Club unter Druck gekommen. In dieser Situation hat es etwas gebraucht, wo man nicht darüber wegschauen konnte. Etwas, das eine Haltung sichtbar macht. Nicht als Marketingidee, nicht als kurzfristige Aktion. Gemeinsam gegen Rassismus. Ein paar Leute sind dann hergestanden, haben sich etwas ausgedacht und haben Gegensteuer gegeben. Also, sie haben zu den Ersten gehört in der Fußballszene, die das gemacht haben. Und es hat bis heute eine grossartige, nachhaltige Wirkung. Wir hatten dort ein kurzes Zeitfenster. Wir haben gewusst, IB sucht einen Sponsor, das Liebli ist noch leer. Man könnte dort einen sinnvollen Slogan drauf tun. Also haben wir uns nachher für gemeinsam gegen Rassismus entschieden. Wir haben natürlich gewusst, dass nicht alle werden Freude haben, auch innerhalb der IB-Familie. Und dementsprechend sind auch anonyme Telefone gekommen, anonyme Briefe. Wir waren aber vorbereitet und haben gewusst, wir müssen die Diskussion führen. Und die haben wir auch geführt. Es hat zum Beispiel mal eine Podiumsdiskussion gegeben mit dem Negrus, mit dem Spieler von IB in der damaligen Stadionbeiz. Und da hat man wirklich von A bis Z alles durchdiskutiert. Was noch spannend war, man konnte den Fans sagen, ihr seid gegen die Jugoslawen damals, aber euer grösster Guru ist der Smajic. Ihr seid gegen die Schwarzen, aber der Gottfried Atuobe von Ghana ist euer Liebling. Also es muss doch irgendwo einen Widerspruch geben in eurem Denken. Der Godi war einer,
So einen brauchst du in der Kabine. Immer mit einem Lächeln. Er hat natürlich auch eine schwierige Zeit erlebt und wir haben ihn unterstützt. Wir haben ihm zugelassen, wir haben ihm geholfen. Wunderbarer Fußballer, technisch gut. Also, er würde sicherlich auch heute noch eine gute Figur machen. Physisch parat, immer mit einem Lächeln, wie ich es gesagt habe. Und, wunderbarer Mensch. Der Satz auf dem Trikot war kein Design. Er war ein Versprechen. Ein Versprechen gegen rechtsextreme Symbole, gegen Diskriminierung, gegen Zweckschauen. Neutralität war keine Option mehr. Spieler haben halt auf dem Platz eine Verantwortung, dass sie repräsentieren eine Kultur, eine Sportart, die weltweit Nummer 1 ist. Und da hat es einfach keinen Platz für gewisse Sachen. Und dementsprechend hast du eine grosse Vorbildfunktion als Spieler, wenn du heute auf dem Fußballplatz stehst und auch in der Öffentlichkeit stehst. Nicht nur Geld hat der Club gerettet, sondern eine Entscheidung. Was als Aktion hat angefangen, ist zu einer Haltung geworden. Es war kein Sieg, es ist eine Bütze geworden. Bütze an den Strukturen, an der Verantwortung. Nicht einmalig, sondern Gang und Gang wieder. Für uns ist es wichtig, dass wir Haltung zeigen mit diesem Slogan. Dass der nicht nur rausgeht an die grosse Öffentlichkeit, sondern dass das auch ins Stadion hineingeht, zu den eigenen Fans, dass sie ihre Handlungen hinterfragen. Und mit dem Begriff «gemeinsam» hat man ja eigentlich auch betonen, dass es ein solidarischer Akt ist, den man da begeht. Mit der Zeit hat sich die Atmosphäre verändert. Die Ränge sind voller und vielfältiger geworden. Das Kurvenbild hat sich schon sehr gewandelt in den letzten Jahren. Das sieht man einerseits daran, dass es zum Beispiel mehr Frauen hat in der Kurve. Ich glaube, wenn man es näher betrachtet, ist die Kurve diverser geworden. Man sieht nicht mehr die offensichtlichen Hasssymboliken. Das könnte den Eindruck erwecken, dass alles gut ist. Und das, denke ich, ist so ein bisschen eine Fehlannahme. Rassistische Stimmen haben Raum verloren. Aber sie sind nicht einfach verschwunden. Heute zeigt sich Rassismus häufig anders als früher. Weniger offen, subtiler. Nicht selten als Witz, als Meme oder als Kommentar verpackt. Aber die Wirkung bleibt gleich. Es gibt ja auch immer wieder Vorfälle von Spielern, die erleben müssen, dass sie in Social Media Hasskommentare zu lesen bekommen. Das ist ein grosses Problem, dass man anonym ist und dort kann man einfach Wutbürgern, so viel man will. Man kann rassistisch sein, so viel man will. Und man kann sich nicht dagegen wehren als betroffene Person. In den Stadien, auf der Haupttribüne und in den digitalen Räumen. Rassismus ändert seine Form, aber nicht sein Wesen. Konsequenz einschreiten und handeln, wenn man irgendetwas Unrechts im Stadion mitbekommt, ist recht selbstverständlich geworden. Und das eigentlich auch durch die Pionierarbeit, die gemeinsam gegen Rassismus hat geleistet für uns. Was es aber schwieriger macht, ist eben die subtile Art und Weise, wie es teilweise daherkommt, der ganze Rassismus und Diskriminierungsvorfälle. Wenn man dort dagegen ankämpfen möchte, ist es auch teilweise schwierig zu entlarven, weil es halt so daherkommt, dass gerade junge, vulnerable Leute darauf hineingehen, wenn gewisse Strömungen aus der Gesellschaft kommen, die natürlich vor den Wankdorftüren keinen Halt machen. Ich glaube, dort muss man ein grosses Augenmerk drauf haben. Es ist weiterhin wichtig, dass wir aktiv bleiben. Von draussen schwappt einiges ins Stadion rein, wo man dann im Stadion selber wieder quasi zurückspielen kann, indem man Kampagnen macht, indem man gemeinsam eintritt für die Idee. Viele haben die Zeit nicht selber erlebt, aber sie sehen, was heute passiert. Ein Stadion ist kein neutraler Ort. Es ist das, was Menschen daraus machen. Und für mich ist natürlich sehr wichtig, dass man das als Daueraufgabe versteht, gemeinsam gegen Rassismus. Das hört nicht so schnell auf. Man darf nie irgendwie einen nach der Kultur oder dem Hintergrund oder Background diskriminieren oder das geht einfach nicht. Du kannst mir sagen, du bist ein Double, bist ein Arschloch, was auch immer, aber alles andere No-Go. Die Wertebasis ist für uns ganz, ganz zentral, weil wir wollen ja in der Gesellschaft drin sein, wir wollen nicht in einer Blase. Und das heisst, dort sind wir ein bisschen auch ein bisschen Vorbild, weil wir sehr, sehr viele Leute erreichen. Und die Werte eben insbesondere gegen Diskriminierung, wir sind offen für alle, wir sind tolerant, wir wehren uns, kämpfen gegen Rassismus, wo ja
der Fußball ist ja eine Integrationsmaschine, wenn man so will, echt die beste, die unsere Gesellschaft hat. Und dort können wir als Club etwas bewegen. Und das ist sehr schön zu sehen, dass wir eben wirklich auch etwas bewegen hier, und zwar schon lange. Was wir natürlich sehr begrüßen, ist, wenn von den Fans so tolle Projekte wie zum Beispiel das gelbe Bänkli lanciert werden und eingeführt werden, die präventiv wirken sollen und auch natürlich bei Vorfällen als Anlaufstelle dienen. Also eigentlich können wir heute stolz sein, dass wir als Fangruppierung können IB zu dieser DNA bringen, die sie heute verkörpert. IB-Werte hört man ja immer wieder. Wir haben eine Art wie Licht ins Dunkle bringen, und das soll weiterhin leuchten, auch jetzt noch nach 30 Jahren. Was passiert, wenn wir nicht wegschauen? Es ist besser geworden, aber es ist nicht fertig. Gegen Rassismus sein, das ist keine politische Meinung. Es ist eine Frage von Würde und Verantwortung.